Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr VLANs mit den Access Points nutzen könnt, wenn ihr kein USG bzw. Unify Switch habt. Wir fangen an. Zunächst melden wir uns einmal am Controller an und gehen einmal auf das Zahnrad für Einstellungen. Wichtig ist, ihr müsst eure Site, die ihr bearbeiten wollt, natürlich vorher auswählen. Dann gehen wir wie folgt vor. Wir müssen einmal auf Netzwerke gehen. Ihr seht hier, das ist das Default-Netz, was standardmäßig immer angelegt wird vom Controller. Das ist für uns aber erstmal irrelevant. Wir würden jetzt einmal ein neues Netzwerk anlegen und hier ist ganz wichtig, ihr seht schon überall, wo das Gelbe steht, es wird ein USG benötigt oder ein USW, also Unify Switch oder Unify Security Gateway. In dem Fall stimmt das aber nicht, weil ihr könnt auch nur VLAN nutzen ohne einen Switch. Das heißt, ihr könnt einen eigenen Switch nehmen, hier TP-Link, was auch immer, mit VLAN-Fähigkeit und dann funktioniert das auch. Das ist einfach nur, dass der Access Point in der SSID den VLAN-Tag bzw. das VLAN-Tag hat. Wir gehen wie folgt vor. Wir nennen es einfach Gast, beziehungsweise wir nennen es einfach WLAN-Gast. Nennen es nur VLAN, nennen zum Beispiel 55 das VLAN, gehen einmal auf Speichern, der Rest ist für uns irrelevant. Dann gehen wir nochmal drauf und machen zum Beispiel WLAN intern. Hier auch wieder machen wir einfach 54 und gehen auf Speichern. Ihr seht nun, hier sind die Daten dran, weil ihr könnt nämlich, wenn ihr hier die Netzwerke macht, kein Netzwerk auswählen. Also ihr könnt nicht den VLAN-Tag in der WLAN-Config geben, sondern ihr müsst dann das Netzwerk auswählen. Das heißt, ihr legt vorher das VLAN an mit Beschriftung und geht dann einfach auf drahtloses Netzwerk, geht auf Bearbeiten und wählt dann als Network WLAN-Gast zum Beispiel aus. Wenn dies geschehen ist, kriegt automatisch der Access Point die neue Konfiguration verteilt und wenn ihr dann den Port am Switch richtig konfiguriert habt, das heißt zum Beispiel untagt das Management-Netz vom Access Point und taggt äh, WLAN 1, in dem Fall jetzt Test, oder WLAN 2, dann Test 2, bekommt ihr dann automatisch auch IP-Adressen aus den beiden Bereichen. Wie ihr natürlich ein VLAN am Router anlegt, beziehungsweise an der Firewall wie Sophos oder ähnliches, zu Sophos habe ich schon mal ein Video gemacht, müsst ihr halt dann überprüfen, was für ein Endgerät ihr habt, ob ihr jetzt eine FortiGate habt oder irgendeine andere Firewall. Das ist je nach Hersteller natürlich unterschiedlich. Genauso wie bei den Switchen. Da müsst ihr halt auch gucken. Ich habe das damals mit einem Zyxel-Switch gemacht und mit einem TP-Link, die beiden. Äh, und irgendwann auch schon mal mit einem Unify-Switch, aber der ist nicht mehr da. Unify-Switch ist natürlich einfacher. Nur empfehlenswert ist rein für die Firewall niemals ein USG zu nutzen, weil die Funktionen, die es hat, halt viel zu gering sind für das, was man bekommt, für das, was man bezahlt. Mal sowas wie Side-to-Side VPN mit dünnen DNS-Namen funktioniert einfach nicht. Die brauchen zwingend eine IP. Genau. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen und in den Kommentaren für Daumen hoch und die Daumen. Dankeschön.